Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute stelle ich euch einen neuen Quilt vor für den Sommer, für so Wetter wie jetzt gerade, den Stratum Quilt von Anti-Gravity Gear. Ich hatte den Quilt unter anderem letztens auf einem Overnighter dabei bei ungefähr 0 Grad und habe damit die Komforttemperatur meines Schlafsacks noch ein bisschen aufgebessert. Der Quilt alleine hat ungefähr eine angegebene Komforttemperatur von 12 Grad, wiegt ungefähr 480 Gramm und ist ungefähr 1,85 x 1,15 Meter. Der Quilt hat eine 800er Downfüllung, hat also eine relativ hohe, hochwertige Downfüllung und hat einen Overfill von ungefähr 10%, was dafür sorgt, dass die Komforttemperatur am ehesten noch eingehalten werden kann. Besonders markant, oder was ich beziehungsweise bei anderen Quilts noch nicht gesehen habe, ist hier dieses Strickmuster, dieses Stitching. Das ist hier in kleinen Quadraten angeordnet. Das sollte wahrscheinlich besonders gut dafür sein, dass die Daune nicht verrutscht. Ich bin mir nicht sicher, ob durch die Nähte vielleicht doch etwas Wärme entweichen könnte, allerdings sorgt es jeden Fall dafür, dass die Daune nicht entrutscht. Im Vergleich zum Lightweight Illusion Quilt hat dieser Quilt hier hinten keine Spanngurte, die ihr um die Isomatte festmachen könnt. Der kann also auch als Underquilt sehr gut genutzt werden, beziehungsweise ist eher ein Sommerquilt. Also ich glaube, die Komforttemperatur sind 12 Grad. Daran sollte man sich auch orientieren. Und damit diese Komforttemperatur auch getroffen wird, hat dieser Quilt eine 10% Overfill an Daune. Und ja, dafür hat er aber keine Kordeln am Ende, die kann man natürlich selber ranmachen. Allerdings nicht wie der Simple Quilt von Lightweight bereits vorinstalliert. Die Marke Anti-Gravity Gear ist eine amerikanische Marke, die sich vor allem auf Ultralight-Sachen spezialisiert, so wie der Name es schon verrät. Ich bin ungefähr 1,83 und für mich passt die Länge und Breite des Quilts ideal. Woran man auch erkennen kann, dass der Stratum Quilt ein Sommerquilt ist an der viereckigen Fußbox. Die ist also nicht besonders auf Wärmeerhaltung ausgelegt, sondern mehr auf Komfort. Für viele natürlich sehr positiv im Sommer, wo man dann doch eher bequem liegen möchte, als sehr schwitzen möchte. Ich werde den Quilt wahrscheinlich in Zukunft als zusätzliche Schicht zum Schlafsack nehmen, um die Komforttemperatur noch ein bisschen zu erhöhen. Aber auch für wärmere Sommernächte, so ungefähr 15 Grad, sollte der Quilt auf jeden Fall ausreichend sein. Hier der Kompressionssack des Quiltes. Und da könnt ihr den sehr komfortabel und einfach reinstopfen. Wichtig zu sagen, der hat leider keinen Aufbewahrungssack dabei. Also wenn ihr den zu Hause lagert, solltet ihr den unkomprimiert bzw. nur sehr wenig komprimiert lagern. Und nicht hier in dieser kleinen Hülle. Zusammengepackt ist der Quilt auch ziemlich klein, wie man hier sehen kann. Man könnte den auch weiter komprimieren noch. Und der wird hier geliefert mit so einem kleinen Packsack. Der ist aus dem gleichen Material wie das Obermaterial vom Quilt. Ich weiß nicht, ob er wasserdicht ist, aber ich denke schon. Beziehungsweise wasserabweisend zumindest das Material. Und ja, es ist ein sehr leichter, sehr kleiner Quilt, den man für den Sommer einfach mal mitnehmen kann, wenn man keine Lust hat, einen riesigen Schlafsack mitzuschleppen. Und hat auch eine sehr hochwertige Downfüllung und eine allgemein sehr hochwertige Verarbeitung. Und das war's mit meiner Review. Ich hoffe, ihr habt alle Informationen bekommen, die ihr brauchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, liken und kommentieren natürlich nicht vergessen. Also macht's gut und bis dann.